Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal um 5 Fotoideen für die Makrofotografie, wenn draußen mal schlechtes Wetter ist. Viele von euch werden es kennen, ihr habt euch an einem ganz bestimmten Tag ein super Fotoprojekt ausgedacht, wolltet irgendwo hinfahren, das fotografieren und jetzt guckt ihr aus dem Fenster und es regnet. Wetterbericht hat mal wieder nicht die Wahrheit gesagt und was bleibt euch da übrig? Na klar, ihr bleibt zu Hause. Was kann man jetzt zu Hause fotografieren? Da gibt es viele interessante Sachen. Ich nutze dann manchmal meine Makrolinse und fotografiere dann einfach ganz alltägliche Dinge. Und da gibt es richtig spektakuläre Fotos, finde ich, und vor allem ganz neue Perspektiven von ganz natürlichen Alltagsgegenständen. Welche das sind oder welche ich gerne auch mal fotografiere, da habe ich euch mal 5 Fotoideen zusammengestellt und die zeige ich euch jetzt im Video. Als erstes allerdings, was braucht ihr für Makrofotografie? Ihr braucht natürlich eine Linse, mit der ihr sehr dicht an ein Objekt rankommt. Viele Objektive haben zum Beispiel einen Makrobereich oder auch eine Umschalttaste, damit ihr möglichst dicht an euer Objekt, was ihr fotografieren wollt, herankommen könnt. Ich nutze dafür zum Beispiel immer ein Sigma 105, ist eine Festbrennweite und hat eine Makroabbildung von 1:1. Das heißt, ich kann sehr, sehr dicht rangehen und immer noch mein Objekt scharf stellen. Dann braucht ihr ausreichend Licht. Makrofotografie nimmt man immer gerne sehr viel Licht. Wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr natürlich den internen Blitz eurer Kamera verwenden. Ich habe hier eine Vollformatkamera, da gibt es keinen internen Blitz, deswegen nutze ich einen Aufsteckblitz. Und ihr seht hier, ich habe mir hier oben mal was gebastelt und zwar habe ich vor einigen Tagen wollte ich was fotografieren und habe aber hier oben den Diffusor nicht gefunden. Ich habe bestimmt 3 Stück und habe keinen davon gefunden, wo auch immer die abgeblieben sind. Und dann habe ich mir hier was gebastelt, was eigentlich ganz gut funktioniert. Und zwar ist das eigentlich so eine Trittschalldämmung für Laminat. Gibt es aber auch als Verpackungsfolie oder ähnliches. Da habe ich mir einfach einen Streifen von ausgeschnitten und habe den hier oben mit dem Gummi einfach befestigt über meinem Aufsteckblitz. Und es hat nahezu den gleichen Effekt wie mein Diffusor, den ich mir sonst für 10, 20 Euro immer kaufe und sonst immer auf meinen Blitz raufstecke. Also super Idee, falls ihr noch sowas rumliegen habt, vielleicht vom letzten Mal Laminat, Parkett oder sonst irgendwas verlegen, so eine Trittschalldämmung, könnt ihr super nehmen als Lichtdiffusor. So, kommen wir aber zu unseren Fotoideen. Fotoidee Nummer 1, Grünpflanzen fotografieren. Jeder von euch hat mit Sicherheit irgendwo noch eine Grünpflanze stehen. Bei mir halten die immer nicht so lang, deswegen fotografiere ich die immer ziemlich schnell, bevor sie nicht mehr so fotogen sind. Aber da könnt ihr zum Beispiel von den Blüten oder auch von den Blättern super tolle Makroaufnahmen machen. Und noch interessanter wird das Ganze, wenn ihr zum Beispiel hier so einen Luftbefeuchter, so einen Sprüher habt und ihr sprüht damit mal ein paar Wassertropfen hier drauf. Auf die Blätter und auf die Blüten und dann fotografiert das Ganze nochmal. Das sieht nochmal eine ganze Ecke cooler aus. Je nachdem, wie viele Grünpflanzen ihr habt, könnt ihr euch da teilweise den ganzen Tag mit beschäftigen. Fotoidee Nummer 2, Obst und Gemüse. Obst und Gemüse hat eigentlich irgendwie jeder im Haus, mal einen Apfel, eine Tomate etc. Auch hier wird es interessant, wenn ihr das Ganze mit so einem Sprüher, mit so einem Wassersprüher befeuchtet. Einfach ein paar Tropfen raufsprühen und das Ganze dann mit eurer Makrolinse schön dicht fotografieren. Da kriegt man auch richtig geniale Fotos. Ist auch generell ein Tipp, falls ihr Foodfotografie macht und zum Beispiel das Ganze bei Stockagenturen verkaufen wollt. Eine Tomate an sich ist, finde ich, immer ziemlich langweilig. Wesentlich frischer auf so einem Bild wirkt das Ganze immer, wenn es ein bisschen mit Wassertropfen. Einfach mal ein bisschen besprühen, wirkt immer ein bisschen knackiger, auch bei Salat, Äpfel, Tomaten etc. Alles, was ihr so habt an Gemüse und Obst, wirkt eigentlich immer ein bisschen frischer auf dem Foto, wenn ihr das Ganze mit so ein paar Wassertropfen beträufelt. Fototipp Nummer 3, fotografiert mal eine Glühbirne. Eine Glühbirne ist ein völlig alltäglicher Gegenstand, den man so gar nicht mehr wahrnimmt. Spendet Licht, ist halt so. Aber wenn ihr da mal rein fotografiert mit der Makrofotografie, ist es schon richtig interessant, wie klein und filigran es in so einer Glühbirne quasi modelliert ist, gebaut ist das Ganze. Wenn ihr noch eine ganz handelsübliche alte Glühbirne habt mit einem Glühfaden, fotografiert da mal rein. Das ist ein sehr interessantes Bild. Ich habe hier zum Beispiel auch noch so eine Vintage-Glühbirne.
Auch interessant, die ist aus dem letzten Fotoprojekt mit der Wunderkerze. Da habe ich auch mal rein fotografiert. Sieht auch gar nicht so uninteressant aus, wenn man so die kleinen Glühfäden richtig schön groß auf dem Foto darstellt. Bildidee Nummer 4, Makrofotografie von Technik. Und zwar habe ich hier mal eine alte Festplatte zum Beispiel, hier ist so eine Leiterplatine drauf, die mal im Makrofotografieren sieht schon echt interessant aus. Vielleicht habt ihr irgendwas anderes da, einen alten Laptop, den ihr aufschrauben könnt. Vielleicht habt ihr eine alte Grafikkarte. Da fotografiert mal mit eurer Makrolinse, schön dicht dran. Das gibt auf jeden Fall sehr interessante Fotos. Und Fotoidee Nummer 5, der Klassiker, Geld. Guckt euch mal um, was ihr so in der Hosentasche vielleicht habt oder im Portemonnaie an Geldstücken. Ausländisch, inländisch, was auch immer. Packt die mal auf den Haufen und dann fotografiert mal mit eurer Makrolinse so dicht wie möglich, wie ihr da rankommt. Finde ich extrem interessant. Gerade so auf den kleinen Münzen sind die Jahreszahlen zum Beispiel mit drauf. Und wenn ihr die mal richtig schön rausholt, vielleicht habt ihr auch mal eine Jahreszahl, vielleicht euer Geburtsdatum oder sonst irgendwas. Auch interessant, vielleicht auch als Fotogeschenk für jemanden zum Geburtstag. Ihr seht, auch bei schlechtem Wetter muss man nicht verzagen. Ganz einfach Kamera schnappen, Makroobjektiv rauf und dann geht's zu Hause los. Da könnt ihr Sachen fotografieren, ganz alltägliche Sachen, da kommen euch mit Sicherheit Ideen ohne Ende zu Hause. Vielleicht habt ihr ja die eine oder andere Sache aus dem Video auch schon mal fotografiert oder ihr habt was ganz anderes fotografiert, was ihr super spannend fandet, dann lasst mir dazu doch gerne mal einen Kommentar da. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, ich euch damit vielleicht mal eine Fotoanregung für gerade schlechtes Wetter geben konnte, dann lasst mir doch dafür gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen wollen, dann abonniert doch einfach meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.